Stell dir vor, jeder Klick, jedes Like, jede Bewegung von dir wird aufgezeichnet. Nicht nur von Google oder Facebook, sondern von einer Firma, die vom CIA mit aufgebaut wurde. Eine Firma, die Geheimdienste, Militärs und Krankenkassen miteinander verknüpft. Ihr Name Palantir und sie ist längst überall. Und hey, bevor wir Palantir gleich auseinandernehmen, lass doch ein Like da, schreib einen Kommentar oder abonniere den Kanal, ich würde mich freuen. Für die einen ist Palantir ein Segen, die Aktie verspricht dicke Gewinne und die Software verspricht Sicherheit. Für die anderen ist Palantir die größte Datenkrake unserer Zeit. Doch was steckt dahinter? Stell dir vor, du bestellst einen Wodka online, dein Algorithmus sagt 5% höheres Risiko, deine Krankenkasse hebt die Tarife an, dein Versicherer denkt Trinker, die Polizei hat dich schon im System. Und genau bei diesem Zusammenbringen der Daten und den Schlussfolgerungen daraus, da beginnt die Geschichte von Palantir. Palantir wurde am 6. Mai 2003 von Peter Thiel, Stephen Cohen, Joe Lonsdale und Alex Karp gegründet. Alex Karp ist auch heute noch der CEO von Palantir, der eine Dissertation auf Deutsch verfasst hat mit dem einprägsamen Titel Aggression in der Lebenswelt, die Erweiterung des Parsonschen Konzepts der Aggression durch die Beschreibung des Zusammenhangs von Jargon, Aggression und Kultur. Bei der Namensgebung des Unternehmens war auch Peter Thiel sehr kreativ. Palantir, das sind die Palantiri aus Herr der Ringe. Die sehenden Steine, mit denen in die Ferne geschaut und kommuniziert werden kann. Das Interessante bei der Gründung war das Startkapital. Denn das Startkapital, das kam von In-Q-Tel. Das ist der Investmentarm der CIA und auch die CIA war die ersten Jahre von 2005 bis 2008 der einzige Kunde. Heute beliefert Palantir CIA, FBI, NSA, Homeland Security und ist auch trotzdem noch ein börsennotiertes Unternehmen. Es gibt auch typische Privatunternehmen, die den Service von Palantir nutzen. Diese Datenaufbereitung gibt Einblicke in Prozesse und kann helfen, diese zu optimieren. Da könnte man vielleicht zu Palantir sagen, es ist eine Firma, die aus dem Innersten der Geheimdienstkreise rausgewachsen ist und jetzt in der zivilen Welt agiert. Und was macht Palantir eigentlich? Palantir zeigt Daten, viele Daten. Aus Banktransaktionen, Fingerabdrücken, Social Media, Satellitenbildern werden Datensätze und diese werden aufbereitet, so smooth wie ein Apple-Produkt. Früher brauchte man also hunderte Experten, um sich einem Thema zu widmen. Heute reicht Palantir und ein Experte, der etwas nachschauen will und einfach durch die Suchmaske von Palantir geht. Das US-Militär nutzt Palantir sogar für die Vorhersage von Anschlägen. Fast so wie in dem Film Minority Report, falls ihr noch einer von euch kennt. Das Ziel ist also, mit dieser Masse an Informationen, die es durch die Geheimdienste gibt, eine Möglichkeit zu schaffen, doch noch Herr der Lage, Herr der Daten zu werden und das alles in einem fancy Dashboard aufzubereiten. Doch Palantir geriet auch immer wieder in Skandale. Cambridge Analytica zum Beispiel. Der Whistleblower Christopher Wiley sagte, dass Palantir involviert war in die Auswertung der Facebook-Daten. Und diese Daten wurden am Ende genutzt, um Trump 2016 an die Macht zu bringen und auch für den Brexit. ICE in den USA. Palantir lieferte die Datenbanken für Massenabschiebungen. Da kam es zu Massenüberwachung und Menschenrechtsverletzungen. Deutschland. In Hessen und Hamburg erklärte das Verfassungsgericht Palantir-Einsatz für verfassungswidrig. Trotzdem läuft die Software in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Das NHS in den UK. 2023 bekam Palantir den Auftrag, Millionen Patientendaten zu verwalten. Ärzte meinten, das zerstört das Vertrauen. Kurz gesagt, überall wo Palantir auftaucht, kommt auch immer eine Kritik. Und Europa? Bisher gibt es kaum Alternativen, wird zumindest gesagt. Kritiker fordern aber trotzdem offene Standards, europäische Server, Transparenz. Doch die Realität ist anders. Statt eigener Lösung setzt man auf Palantir. Auch wenn es sogar Kandidaten gibt, die vielleicht nicht hundertprozentig auf dem Level von Palantir spielen, aber trotzdem in die Nähe kommen, werden sie außen vor gelassen. Es könnte ja trotzdem ein Anfang sein. Das Problem, je tiefer die Behörden in Palantir eingebunden sind, desto schwieriger wird es auch, da rauszukommen. Das ist der klassische Login-Effekt, den viele Unternehmen sogar für sich nutzen. So ähnlich wird ja auch schon lange argumentiert, dass Microsoft-Produkte nicht in den Behörden genutzt werden sollen, aber angeblich sei es teilweise alternativlos, obwohl viele Open-Source-Alternativen natürlich existieren. Dabei wäre es doch schon cool, wenn man etwas Europäisches oder Deutsches bauen würde, wenn man eine Alternative zu Palantir hätte, die vertrauensvoller wäre und das Know-how sogar
hier vor Ort ist. Besonders brisant, Palantir ist Teil der Killchain. Die Killchain ist quasi der Aufbau einer Attacke, im militärischen Sinne. Je nachdem, wie weit man geht, kann man es von der Herstellung der Munition bis zur Eliminierung des Targets sehen. Hauptsächlich geht es aber um das Identifizieren des Zieles, dem Entsenden der Truppen, Ausführen der Attacke und der finalen Eliminierung des Zieles. Die Software integriert Daten von Sensoren, Drohnen und Einsatztruppen und schlägt in Echtzeit Ziele vor. Wer oder was ein Ziel wird, hängt also mittlerweile von einer Software ab. Palantir kommt global zum Einsatz und half auch in der Ukraine bei der Dokumentation von Kriegsverbrechen und der Planung von Angriffen. Auf der anderen Seite wurde es aber auch in Israel direkt in Militäraktionen eingebunden, die natürlich von internationalen Protesten begleitet wurden. Und die NATO nutzt Palantir für KI-basierte Gefechtsführung. Damit beschleunigt Palantir nicht nur die Datenanalysen, sondern auch KI-gestützte Entscheidungen über Leben und Tod. Doch Palantir ist nicht nur selbstgefährlich, es zieht auch Nachwuchs heran. Viele Ex-Palantir-Mitarbeiter haben eigene Defense-Tech-Startups gegründet und Palantir unterstützt diese mit Programmen wie dem First Breakfast. Das Ergebnis ist ein komplettes Ökosystem, in dem neue Firmen von Anfang an Palantir-Tools nutzen, um zum Beispiel schneller Verträge mit Regierungen zu bekommen. So wächst rund um Palantir eine ganze Branche heran. Ein Netzwerk, das immer stärker wird und kaum noch zu stoppen ist. Palantir denkt dabei sogar noch größer. Sie wollen ein ganzes Betriebssystem, ein Operating System for Governments. Eine Software, die ganze Ministerien und Behörden miteinander verbindet und politischen Entscheidern Handlungsempfehlungen gibt. Die Vision: Beamte durch Software ersetzen und so effizientere politische Entscheidungen treffen. Die Vision klingt futuristisch, ist aber irgendwie auch brandgefährlich. Denn jede KI, jedes Dashboard kann manipuliert werden, nämlich von denen, die es gebaut haben. Am Ende wäre nicht mehr die Politik der Entscheider, sondern die Technologie und damit Palantir. Der Verlust der Souveränität der Staaten und der Anfang einer Technokratie wären große Gefahren. Doch genau hier beginnt das eigentliche Problem. Palantir arbeitet mit gigantischen Datenmengen, auch von Unschuldigen. In den USA wurden ihre Systeme bereits genutzt, um Migranten und ihre Familien aufzuspüren. Ganze Bevölkerungsgruppen geraten so ins Visier, ohne überhaupt etwas falsch gemacht zu haben. Und selbst wenn Politiker Entscheidungen treffen sollen, wie viel Entscheidungsfreiheit bleibt, wenn nur eine richtige Entscheidungsmöglichkeit angezeigt wird? Die Datenbasis ist geheim, die Algorithmen undurchsichtig, die Logik dahinter. Also ist alles eine Art Blackbox. Ein Minister sieht am Ende nur ein Dashboard und kann etwas anklicken. Reicht das überhaupt für eine gute Entscheidung? Fehlen da nicht noch die Informationen, welche Parameter überhaupt verwendet werden? Für mich fehlt der Kontext. Ich glaube nicht immer, es ist einfach nur eine klare Ja- oder Nein-Entscheidung. Noch gefährlicher wird es im Militär. Palantirs Plattformen unterstützen die Zielauswahl für Drohnenangriffe. Big Data und KI sind also dabei, über Leben und Tod zu entscheiden. Doch am Ende, wer trägt die Verantwortung, wenn es ein falsches Ziel war? Und schließlich das politische Risiko. Wer Palantir in seine Behörden holt, der kommt nicht wieder raus. Der Login. Ein digitaler Käfig, ein Staat, der Palantirs Betriebssystem nutzt, lagert Macht an ein US-Unternehmen aus. Souveränität geht verloren. Demokratie wird weniger im Parlament entschieden, sondern zunehmend im Code. Sind wir also auf dem Weg in eine Technokratie? Kurz gesagt, Palantir ist nicht einfach ein Softwareanbieter. Sie sind dabei, eine Infrastruktur zu bauen, die bestimmt, wer überwacht wird, wen wir angreifen und am Ende vielleicht, wie wir regiert werden. Auch sind von vielen Mitarbeitern von Palantir eigene Unternehmen gegründet worden, die ein ganzes Ökosystem aufgebaut haben. Ich habe den Eindruck, dass wenn weiterhin nur auf US-Software gesetzt wird, wir auch eine Chance nehmen, dass souveräne europäische Technologie hier vor Ort gebaut wird, weil das Kapital und die Skills der Leute einfach im Valley bleibt. Was denkt ihr darüber? Ihr seht, Palantir ist längst mehr als ein Unternehmen. Es ist ein ganzes Ökosystem, ein machtvolles Ökosystem, was Militär, Regierung und Geheimdienste miteinander verknüpft. Heute Überwachung, morgen Politik, aber wenn diese Macht noch größer wird, dann ist nicht mehr die Frage, was die Zukunft für Palantir bringt, sondern wer kontrolliert Palantir und wer kontrolliert uns. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da, schreib einen Kommentar, abonniere den Kanal gerne und ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist. Ciao.